Jetzt ist es offiziell, SPD und BSW in Brandenburg wollen Koalitionsgespräche führen. Rund 5 Wochen nach der Landtagswahl empfahlen die Verhandler beider Parteien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Einig sei man sich beim Thema Frieden. Es brauche einen stärkeren diplomatischen Einsatz zur Beendigung des Ukraine-Krieges, heißt es. In Thüringen sieht der SPD-Landesvorsitzende Mayer nur geringe Chancen auf Koalitionsverhandlungen mit CDU und BSW. In Sachsen wiederum hat die SPD die Sondierungsgespräche mit CDU und BSW unterbrochen, nachdem BSW-Abgeordnete im Landtag gemeinsam mit der AfD für einen Corona-Untersuchungsausschuss gestimmt hatten. Wir wollen darüber sprechen. Zugeschaltet ist jetzt der SPD-Generalsekretär aus Brandenburg, David Koleschnik. Herr Koleschnik, ich grüße Sie. Hallo. Bevor wir in die Details gehen, würde ich gerne noch mal ein Zitat aus der Präambel hier vorlesen. Im Entwurf für das gemeinsame Sondierungspapier, da heißt es nämlich: Wir sind übereingekommen, dass wir uns dafür einsetzen, eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts und den Abbau der damit verbundenen Spannungen innerhalb Europas durch Verhandlungen mit den Konfliktparteien mit dem Ziel von Waffenstillstand und dauerhaftem Frieden voranzutreiben. Inwiefern gehen Sie damit auf Konfrontationskurs zum Kanzler und zur Bundes-SPD? Aus unserer Sicht tun wir das überhaupt nicht. Wir haben ja einen Beschluss vom SPD-Präsidium aus dem August, wo es explizit neben dem Thema Mittelstreckenraketen auch um Bemühungen für Diplomatie geht, wo es um das Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle geht. Und da bettet sich das aus unserer Sicht ganz gut ein. Aber letztendlich geht es ja nur darum, wenn die Ukraine sich irgendwann zu Verhandlungen bereit erklärt. Momentan sind ja im Bundeshaushalt auch für das kommende Jahr noch mehrere Milliarden Euro für weitere Rüstungsgüter für die Ukraine vorgesehen, für Waffen und Munition. Steht das nicht dann in einem Widerspruch zu dem, was wir da gerade eben gehört haben? Aus unserer Sicht nicht. Es ist ja so, dass bei dem Thema Waffenlieferungen das BSW und die SPD unterschiedliche Positionen haben. Die haben sie auch weiterhin, aber das ist kein Thema, was wir in Brandenburg entscheiden, und dementsprechend hindert es uns nicht an einer Zusammenarbeit. Für uns als SPD in Brandenburg ist ganz klar, dass mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine einmal das Recht besteht, die Ukraine zu unterstützen, aber auch die moralische Pflicht, und das beinhaltet auch Waffen. Eine solche Präambel, die ist ja bei Regierungsverhandlungen auf Landesebene ungewöhnlich. In Potsdam gibt es ja auch gar kein Verteidigungsministerium und auch kein Auswärtiges Amt. Warum hat man trotzdem solchen Wert auf diese Übereinkunft gelegt? Die Situation bei uns in Brandenburg ist ja so, dass es abseits der AfD eine einzige Option gibt, die eine Mehrheit im Parlament hat. Das ist eine mögliche Regierung aus SPD und BSW. Die CDU selbst hat auch erklärt, sie sieht ihre Rolle in der Opposition. Dementsprechend gibt es auch da keine Option zu möglichen anderen Varianten nach dem Stand der Gespräche. Und im Ergebnis heißt das, man muss sich da verständigen. Und das BSW hat nun mal deutlich gemacht, dass es ihnen wichtig ist, solche Dinge auch anzusprechen, solche Dinge auch zu formulieren. In Brandenburg haben wir die Situation, dass tatsächlich in der Landesverfassung auch der Auftrag an eben die Verfassungsorgane des Landes ja enthalten ist, sich für Frieden und für Verständigung einzusetzen. Und das haben wir als Ausgangspunkt genommen, um uns auch in dem Rahmen der Sondierungen in diesem Papier dazu zu äußern. Und das ist in diesem Bereich auch ganz klar damit die Grundlage für die entsprechenden Koalitionsverhandlungen. Wie sehr hat sich Sarah Wagenknecht direkt in die Verhandlungen eingemischt? Das ist jetzt was, das müssten Sie wahrscheinlich die Kolleginnen und Kollegen vom BSW fragen. Unser Wahrnehmung waren die Gespräche in den Sondierungen, die wir da mit dem Sondierungsteam des BSW hatten, immer sehr offen und sehr transparent, auch was die Frage des Austausches dort mit der Bundesebene anbelangt und um welche Punkte es da geht. Aber wie das konkret vonstatten gegangen ist, der Austausch, da müssten Sie tatsächlich den Landesvorsitzenden des BSW, Herrn Krumbach, fragen. Sagt David Koleschnik, der SPD-Generalsekretär aus Brandenburg. Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne.